Tja, und da sitze ich schon wieder. Ich wünschte, ich könnte euch was Erfreulicheres erzählen, aber vor ziemlich genau einem Jahr, am 30.08.2022, hatte ich einen ziemlich heftigen Crash mit dem Gleitschirm. Ja, und heute möchte ich euch erzählen, was genau passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Hier fliege ich mit meinem Gleitschirm und bin kurz davor, das nächste Manöver einzuleiten. Es sollte eigentlich ein Misty-to-Heli werden, ein Spin, der dann in eine Helikopterrotation übergehen sollte. Ich bin zu diesem Zeitpunkt noch ungefähr 500 Meter über dem Meeresspiegel, als das Unglück beginnt, seinen Lauf zu nehmen. Im Grunde war es ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass es zu diesem Unglück gekommen ist. Aber ich würde sagen, im Wesentlichen war es zu viel Innenbremse und fehlende Kontrolle über die Außenbremse. Man kann hier deutlich sehen, wie die eine Seite des Schirms beim Übergang zur Heli-Rotation zu stark angebremst wird, sodass der Schirm einseitig stallt und somit in seiner Rotation gestoppt wird. Da mein Körper mit dem Paramotor auf dem Rücken allerdings noch weiter rotiert, kommt es hier zum Twist. Beim Versuch, den Twist zu lösen, habe ich gehofft, dass ich das über die Bremsen einfach schaffen könnte, über den Steuerimpuls. Das Problem ist nur, dass man aufgrund des Twists einfach keinen direkten Bremskontakt zum Schirm hat und auch das Freigeben der Bremse klappt, wenn überhaupt, nur noch verzögert. Ja, und in diesem Fall ist es mir leider nicht gelungen, den Schirm wieder auszudrehen. Und durch dieses unkontrollierte Steuern des Schirms habe ich die ganze Situation aufgeschaukelt und der Schirm ist dann irgendwann extrem vorgeschossen und ich bin an dem Schirm vorbeigefallen. Zu einem Überfluss sind dabei aber auch noch Leinen an der Kamera hängen geblieben. Somit habe ich nicht nur wichtige Höhe vernichtet, sondern meine generelle Situation hat sich auch noch weiter verschlechtert. Ich habe dann als erstes versucht, die Kamera wieder aus den Leinen zu holen. Das ist mir auch relativ schnell gelungen, aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, das hätte ich so lieber nicht gemacht. Denn dadurch, dass ich die Steuergriffe losgelassen habe und ich immer noch im Twist war, konnte ich den Schirm nicht vernünftig steuern und der ist dann ziemlich schnell in so eine Autorotation gegangen. Und als hätte die Situation nicht noch schlimmer werden können, ist mir dann auch eine der Freebrakes gerissen, also das Gummiband, womit die Freebrake quasi am Tragegurt unten befestigt ist und ist dann für mich in unerreichbare Entfernung in den freien Luftraum abgehauen. Tja, und da hing ich nun, mit nur noch einer Bremse in der Hand, in der Autorotation gefangen. Da wird man ungefähr mit 6G in das Gurtzeug gepresst, also ist auch eine ziemlich starke körperliche Belastung. Und es geht mit ungefähr 13 Metern pro Sekunde runter. Ich war noch 300 Meter über Meeresspiegel, was an der Stelle ungefähr 170 Meter über dem Boden bedeutet. Und nur wenige Sekunden vor dem Aufprall ging mir allmählich einfach die Höhe aus, um noch irgendwelche Handlungen zu unternehmen. Und so habe ich dann den Wurf der Rettung vorbereitet. Und so habe ich zumindest versucht, noch einmal alle Kraft zusammenzunehmen und mit beiden Händen die eine Bremse runterzuziehen, um den Schirm zu stallen. Man sieht dann auch sofort, wie die Autorotation stoppt und der Schirm zum Stall kommt und ich mich wieder unter dem Schirm quasi positioniere, um dann ein Zeitfenster zu schaffen, bei dem ich, ja, so dachte ich, sicher die Rettung in dem freien Luftraum platzieren kann. Beide Hände sind an der letzten mir noch verbleibenden Bremse, um unter großem Kraftaufwand den Schirm in der Spirale und trotz Twist zu stallen. Die Bremse läuft ja auch durch die im Twist in sich verdrehten Leinen, sodass es neben dem hohen Steuerdruck auch noch eine ziemlich starke Reibung zwischen den Leinen gibt. Das gelingt mir dann aber ganz gut, den Schirm zu stallen, was aber natürlich auch zu einem starken Spin führt, der mir aber dann wiederum dieses Zeitfenster verschafft, indem ich jetzt hier zum Rettergriff greife, um diesen dann in den freien Luftraum zu werfen. Ja, aber natürlich braucht diese Rettung auch noch einen kleinen Moment, um aufzugehen. Das ist so ein kleines zusammengefaltetes Paket, was sich dann aus seinem Beutel rauszieht und sobald es dann Luft fängt, öffnet sich der Rettungsschirm und steigt dann an mir vorbei. Aber diesen Moment, den es gebraucht hat, bis die Rettung dann wirklich Luft fängt und an mir vorbeisteigt und auch an meinem Gleitschirm vorbei, weil der ist noch eine potenzielle Gefahr. Genau in dem Moment ist der Gleitschirm aus dem Stall wieder angefahren und genau in die Rettung rein. Und ja, was soll ich sagen? Es ist genau so gekommen, wie man es sich nicht wünscht. Die Rettung ist zwischen den Leinen im Gleitschirm hängen geblieben und der Schirm ist ziemlich direkt wieder in die Stallspirale gegangen. Und dann war es nicht mehr weit vom Boden entfernt und ja, so hatte ich nur noch wenige Sekunden, bis dann eigentlich der Aufprall schon bevorstand. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, was ich hier an dieser Stelle noch versuche. Ob ich noch versuche, über die Retterverbindungsleine die Rettung aus dem Schirm zu ziehen oder ob ich versuche, nochmal die Bremsen zu greifen oder die eine Bremse zu greifen, um noch irgendwas zu ändern. Aber aus jetziger Sicht betrachtet hätte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, alles nicht mehr so viel verändern können. Ja, und so ging es dann sehr schnell dem Boden entgegen. Ich vermute, dass ich an dieser Stelle auch realisiert habe, dass ich jetzt unmittelbar vor dem Aufprall bin. Denn man sieht auch, wie ich dann hier den Blick vom Gleitschirm nehme und ja, dem Boden entgegenrichte, um mich darauf wahrscheinlich vorzubereiten, was jetzt auf mich zukommt.
An dieser Stelle möchte ich eine Warnung aussprechen, denn jetzt im Folgenden sieht man den Aufprall und ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen vielleicht auch eine belastende Situation ist, die man sich vielleicht besser nicht anschaut. Anhand der GPS-Daten im Tracklog konnte ich sehen, dass ich beim Zeitpunkt des Aufpralls noch eine Sinkgeschwindigkeit von 32 km/h habe. Also nicht die Rotationsgeschwindigkeit, sondern wirklich die tatsächliche Geschwindigkeit, mit der ich die Höhe abbaue. Also 32 km/h, das sind 9 Meter pro Sekunde, mit denen ich dann wirklich aufpralle. Ja, und allein durch die Wucht des Aufpralls bin ich sofort bewusstlos und man hört, wie ich dann hier so Schnarchgeräusche mache. Und so liege ich dann etwa für 3 weitere Minuten hier, bis zum Glück jemand kommt, der um Hilfe ruft. Hallo? Alles gut? Rettungswagen, Notarzt! Alles gut, wir holen Hilfe. Ganz ruhig bleiben. Alles gut. Bleiben Sie liegen. Alles gut. Schön liegen bleiben, wir holen Hilfe. Ja, ich bin absolut dankbar, dass diese beiden Frauen da gewesen sind, mich gefunden haben und um Hilfe gerufen haben. Denn ich weiß nicht, ob ich hier heute sitzen würde, wenn die beiden nicht gewesen wären. Tut Ihnen irgendwas weh? Bleiben Sie liegen. Bleiben Sie liegen. Das Bein, Rettungswagen kommt. Er guckt aber. Der Kranke, bleiben Sie liegen. Bleiben Sie liegen. Bleiben Sie liegen. Bleiben Sie liegen. Krankenwagen Ja, kommt. also er kann. Guckt uns an, aber kann nicht sprechen. Alles Der gut. will aufstehen. Bleiben Sie liegen. Bleiben bitte. Sie liegen, bitte. Also er bewegt Ganz sich, ruhig. sagt aber nichts. Doch. Ja. Doch, er sagt Was doch tut was. Ihnen weh? Was Bleiben Sie tut liegen. Ihnen weh? Man sieht hier, wie ich mich noch schwer tue, etwas zu sagen, dass ich anfangs noch nicht so richtig die Worte rausbringe und ich hier allmählich anfange, mich mehr zu bewegen. Die beiden Frauen es echt nicht leicht haben, mich an irgendwelchen Dummheiten zu hindern. Rettungsdienst sagt, er sollen liegen bleiben. Lassen Sie ihn hängen. Nachdem ich mir dann hier erstmal den Helm abgezogen habe, komme ich dann noch auf die Idee, die Frauen zu fragen, ob sie mir helfen können, aus dem Gurtzeug zu kommen. Können Sie mir helfen, hier rauszukommen? Nein, das macht der Rettungsdienst gleich, das darf ich nicht. Ja. Bleiben Sie schön liegen, sonst haben Sie nachher noch was am Rücken und dann haben wir nichts Ja, gewonnen. genau. Allmählich treffen auch immer mehr Rettungskräfte am Unfallort ein. Hallo. Hallo, wie geht's Ihnen? Also ist ansprechbar, Soweit hat ganz gut. Nasenbluten. Okay, lass mich erstmal. Hallo. Hallo. Wie ist der aufgeprallt? Also ist er, Es ist mit dem Ding aufgeprallt. er ist richtig runtergefallen oder war das Nee, der ist richtig runtergeklatscht? runtergeklatscht. Okay. Weil die Rettungskräfte natürlich noch nicht genau wissen, welche inneren Verletzungen ich habe, müssen die mit einer besonderen Vorsicht vorgehen und können mich nicht einfach so aus dem Gurtzeug rausziehen, weil es sonst natürlich zu Nervenschäden kommen könnte. Durch diesen starken Aufprall und durch die Bewusstlosigkeit habe ich nichts in meinem Kurzzeitgedächtnis behalten, was unmittelbar vor oder nach dem Unfall passiert ist. Sind Straucheln gekommen da oben. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Alles gut. Ich bin total dankbar, dass ich anhand der Aufnahmen mit dem 360-Grad-Modus alles für mich rekonstruieren konnte und somit diesen ganzen Unfall aufarbeiten konnte, um einfach in Zukunft solche Dinge zu vermeiden. Irgendwann ist dann zum Glück die erste Versorgung vor Ort abgeschlossen. Ich bin vom Gurtzeug und dem ganzen Equipment befreit. Ich liege auf der Trage, als dann noch ein Polizist die Insta360 findet. Oh, das ist doch mal eine Insta360 dabei gehabt. Ne, was? Das ist eine Kamera, eine 360-Grad-Kamera. Ach so. Und die filmt auch noch. Ach, guck mal. Das nehmen wir gleich mal bei uns mit ins Auto, weil wir müssen jetzt gucken. Herr Jona, die haben mit der Kamera wahrscheinlich mitgefilmt, ne? Die läuft, glaube ich, noch. Geht die hier aus? Wahrscheinlich, ne? Von dort aus geht es dann für mich direkt ins nächstgelegene Krankenhaus, wo ich untersucht und dann auch in den Schockraum gebracht werde. Bei der Untersuchung stellt sich dann heraus, dass ich nicht nur ein Schädel-Hirntrauma hatte, sondern durch diese starke Gewalterwirkung beim Aufprall auch eine Lungenquetschung, eine Wirbelsäulenfraktur. Das größte Problem war, dass ich einen sehr komplizierten Trümmerbruch des Beckens hatte. Da die Verletzungen ziemlich gravierend waren und der Bruch auch genau über diese Gelenkfuge im Iliosakralgelenk verläuft, das ist eine sehr nervenreiche Stelle, wo die ganzen Nerven der Wirbelsäule dann weiter in den Unterkörper gehen, wurde ich nach Göttingen mit dem Hubschrauber gebracht in eine Uniklinik, die auf solche Polytraumaverletzungen spezialisiert ist.
Dort angekommen ging es dann natürlich direkt in den Operationssaal, wo dann der Anästhesist schon die Narkose vorbereitet hat und ja, die Ärzte aus dem Hubschrauber und die Ärzte, die dann mich gleich operieren würden, haben noch eine letzte kleine Übergabe gemacht. Und dann war es auch eigentlich schon so weit, dass die Narkose eingeleitet werden konnte. Einige Stunden später bin ich dann auf der Intensivstation zum Glück wieder aufgewacht und ja, ich hatte richtig Glück, dass es während der Operation nicht zu irgendwelchen Nervenschädigungen gekommen ist. Ja, und nach nur 9 weiteren Tagen Krankenhausaufenthalt durfte ich dann auch schon wieder nach Hause. Ich war natürlich noch lange nicht wieder genesen. Auch den Alltag einfach so zu bestreiten, mal aufzustehen, von einem Raum in den nächsten zu kommen, das war natürlich nur mit Krücken oder dem Rollstuhl möglich und ja, das war schon eine ziemlich harte Zeit. Ja, und anschließend ging es dann nochmal für 8 weitere Wochen in die Reha. Ja, und auch wenn ich heute, ein Jahr nach dem Unfall etwa, noch nicht wieder bei 100% bin, so bin ich doch absolut dankbar für all das, was die Leute, Helfer und alle Mitwirkenden geleistet haben, um mich wieder so hintereinander zu kriegen. An dieser Stelle möchte ich mich bei dem ganzen Helferteam in aller Herzlichkeit bedanken. Mein besonderer Dank gilt aber meiner Freundin, die sich nicht nur um mich, sondern auch um unsere damals 5 Monate alte Tochter und alles andere, was so anstand, liebevoll gekümmert hat und ja, immer da war. Vielen Dank, mein Schatz. Ich möchte mit diesem Video ganz sicher keine Leute abschrecken, Gleitschirm zu fliegen. Das ist nach wie vor eine der schönsten Dinge, die ich auf der Erde machen kann. Oder nicht auf der Erde, sondern über der Erde. Aber man muss sich eben auch bewusst machen, dass Gleitschirmfliegen an sich natürlich ein gewisses Risiko mitbringt. Und das natürlich nochmal in gesteigerter Form, wenn man Manöver und Akro fliegt. Und ich würde ganz klar sagen, dass sich das Risiko nochmal weiter verschärft, wenn man auch noch mit dem Paramotor Akromanöver fliegt, da man einfach aufgrund des erhöhten Gewichtanteils ein stärkeres Twist-Risiko hat. Die Massenträgheit spielt da eine beachtliche Rolle und man muss sich einfach bewusst machen, dass seine Handlungen da Folgen haben. Mitunter sehr gravierende Folgen. Neben dem, was in meinem Körper alles kaputt gegangen ist, ist natürlich auch materialtechnisch einiges zu Bruch gegangen. Der Gleitschirm ist so hart auf dem Boden aufgeschlagen, dass sämtliche Zellen und Nähte gerissen sind. Die Rettung, die ich geworfen habe, die ist zwischen den Leinen so auf Reibung geraten, dass es da etliche Brandspuren gab. Ja, der Rahmen ist so auf den Boden aufgeschlagen, alles so verbogen, dass eine Reparatur teurer wäre, als das Ding einfach wieder neu aufzubauen. Das Gurtzeug musste von den Rettungskräften aufgeschnitten werden, um mich da heile rauszubekommen. Und ja, bis auf wenige elektronische Geräte ist eigentlich fast alles zerstört worden. Ich habe mich schon etliche Male in Situationen befunden, wo ich es geschafft habe, auch ohne Rettung wieder rauszukommen. Ich war in Twist-Situationen, ich hatte Verhänger im Schirm, ich hatte sämtliche Flugsituationen und konnte es immer wieder rausbasteln. Und das hat vielleicht auch zu so einer überheblichen Einstellung geführt, dass ich dachte, ja komm, ich krieg das immer wieder geregelt und ich brauche die Rettung nicht. Oder zumindest, wenn ich sie mal wirklich brauchen sollte, dann wird diese eine Rettung mir wahrscheinlich den Arsch retten. Ja, und wie ihr gesehen habt, ist genau das eben nicht der Fall gewesen. Also denkt bitte immer daran, nehmt 2 Rettungen mit, fliegt mit ausreichend Höhe über Grund, das ist ganz entscheidend, sonst bringen euch noch so viele Rettungen nichts. Achtet darauf, dass ihr über einem Gebiet fliegt, wo ihr auch an der Rettung runterkommen könnt und macht euch einfach bewusst, dass das Zögern beim Retterwurf einen sehr hohen Preis haben kann. Ich bin absolut überzeugt davon, dass es für mich deutlich sicherer gewesen wäre, wenn ich in dem Moment, wo ich das Problem hatte, mich eingetwistet habe, aber noch nicht in der Autorotation war, wenn ich da einfach direkt die Rettung platziert hätte. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Thomas Sacher vom Paradealer.at bedanken, der mich mit den passenden Rettungsgeräten ausgestattet hat, sodass ich bei künftigen Akroflügen mindestens immer 2 Rettungen und optional sogar 3 Rettungen am Start habe. Also wer auch noch auf der Suche nach einer guten und auch günstigen Rettung ist, dem kann ich die Seite www.paradealer.at nur wärmstens empfehlen. Ja, ich hoffe, dass euch diese Einblicke hier in meinen persönlichen Unfallhergang und das, was ich auch vielleicht an Erfahrung daraus mitnehme, ein Stückchen weitergebracht hat. Und ganz gleich, wie ihr dem gegenübersteht, hoffe ich, dass dieses Video als Bereicherung dem beigetragen hat. Wenn euch das Video gefallen hat oder zumindest eure eigenen Gedanken angekurbelt hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Gefällt mir klickt. Gerne dürft ihr den Kanal abonnieren. Ja, und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Dann zum Glück wieder mit einem deutlich erfreulicheren Thema. Also darauf könnt ihr schon gespannt sein. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.